Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Das Thema des Videos ist Lebenslauf. Lebenslauf ist das Dokument, das ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr in Deutschland einen Job finden wollt. Und heute erzähle ich euch, wie man auch einen Lebenslauf erstellt. Kommen wir zuerst zu den wichtigen Tipps. Denkt bitte daran, dass euer Lebenslauf kurz und übersichtlich ist. Das bedeutet, dass euer Lebenslauf 1 bis maximal 2 Seiten lang sein darf. Und mit Übersichtlichkeit meine ich, dass das in Form einer Tabelle quasi konzipiert werden muss, damit die Personaler und die zukünftigen Chefs gleich sehen, okay, wo hat er oder sie studiert und als was hat er oder sie gearbeitet und so weiter. Dann bitte muss euer Lebenslauf auch lückenlos sein. Das bedeutet, dass ihr dass ihr quasi so mehr oder weniger alle Jobs angebt, die ihr hattet oder auch das Studium, das ihr bisher gemacht habt, dass dazwischen jetzt nicht 1 oder 2 Jahre Lücke ist, weil die Personaler, da sind die Menschen in einer Firma, also oder HR sagt man auch, ne, dass sie dann sich auch nicht fragen, okay, was hat er oder sie in dieser Zeit gemacht? Und vergesst bitte auch sonstige Kenntnisse nicht. Damit meine ich jetzt eure Sprachkenntnisse oder eure besonderen Kenntnisse von irgendwelchen Programmen oder auch eure Interessen. Und jetzt kommen wir zum Aufbau eines Lebenslaufes. Zuerst kommen die persönlichen Daten und hier ist es sehr wichtig, auch eure Kontaktdaten einzugeben, damit die Firmen auch wissen, wie sie euch kontaktieren können. Und dann auch danach kommt die Aus- und Fortbildung und später da, wo ihr schon gearbeitet habt, ja, auch eure beruflichen Erfahrungen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, zum Lebenslauf selbst. Ich erkläre dir, wie man einen Lebenslauf verfasst und worauf du besonders achten musst. Also als erstes, wie ich dir schon sagte, kommen die persönlichen Daten. Dazu gehören zum Beispiel dein Vor- und dein Nachname, aber auch Kontaktdaten, wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Und hier musst du darauf achten, dass die E-Mail-Adresse seriös wirkt. Das bedeutet, so wie Blume 150, ja, gmail.com würde nicht gehen. Am besten auch dein Vorname, Punkt, dein Nachname. Genau, das ist dann immer besser. Dann natürlich auch die Telefonnummer, weil die Firmen dich wahrscheinlich kontaktieren wollen. Und achte bitte auch darauf, dass du auch die Vorwahl eingibst. Also die Vorwahl sind so bestimmte Ziffern, die für jedes Land stehen. Dann auch dein Wohnort, also wo du dich jetzt gerade befindest, die Straße und die Hausnummer, aber auch das bedeutet Postleitzahl, also das ist eine Nummer, die du normalerweise auch immer auf die Briefe schreibst, damit du jemandem einen Brief schicken kannst oder jemand dir. Genau, danach kommt das Geburtsdatum und Geburtsort. Diese Angabe ist obligatorisch. Das bedeutet, das musst du unbedingt machen. Ein Ort wäre zum Beispiel Berlin und das Land natürlich Deutschland. So, und diese Angaben, die jetzt gerade blau markiert sind, das sind Angaben, die du machen kannst, wenn du willst, aber musst du nicht. Zum Beispiel wie dein Familienstand, ob du verheiratet oder ledig bist.
also eins von beiden verheiratet bedeutet, du hast einen Mann oder eine Frau und ledig bedeutet, du hast keinen Ehepartner. Und hier kannst du noch, wenn du willst, auch angeben, ob du Kinder hast. Und die Staatsangehörigkeit ist zum Beispiel Russisch oder ja, Deutsch oder Albanisch. Genau. So, dann, was auch fakultativ ist, also wo du dir auch selber aussuchen kannst, ob du das möchtest oder nicht, ist dein Bild. Das bedeutet, du kannst ein Bild auch einfügen und das ist manchmal auch ein Vorteil, aber musst du nicht. Genau, das waren die persönlichen Daten und jetzt kommen wir zur Aus- und Fortbildung. Hier geht es vor allem darum, welche Schule du absolviert hast, was du studiert hast und achte bitte darauf, dass du auch hier den Ort und das Land angibst, wo du genau studiert hast. Und was auch super wichtig ist, ist die Abschlussnote, besonders wenn das eine gute Note ist. Genau, hier ich weiß nicht, also in Deutschland ist das so, dass die 1 die beste Note ist und die 5 die schlechteste. Es kann sein, dass in deinem Land das anders aussieht. Du musst also deine Note neu berechnen und dafür brauchst du die sogenannte bayerische Formel. Genau, im Link zu diesem Video würdest du dann auch einen Link zu TU München finden, wo das Programm das für dich selber ausrechnen kann. Da muss man die beste Note in deinem Land, die schlechteste Note und angeben. Genau, bei dem beruflichen Werdegang schreibst du, wo du schon gearbeitet hast oder ein Praktikum gemacht hast. Und hier musst du dann erstmal angeben, als was du gearbeitet hast, also dein Beruf, und dann, wo du gearbeitet hast, genau, also den Namen der Organisation. Und danach schreibst was deine Aufgaben waren. Also was hast du genau gemacht in dieser Firma. Und das Gleiche quasi für alle möglichen Arbeitsstellen, wo du schon gearbeitet hast. Wichtig ist nur, dass du dann auch angibst, wann du angefangen hast und wann du aufgehört hast. Beim Datum musst du nun den Monat angeben und das Jahr. Und wenn du jetzt zum Beispiel das immer noch machst, dann schreibst du quasi bis heute, so wie es bei mir zu sehen ist. Und hier musst du auch aufpassen, das muss auch lückenlos sein. Das bedeutet, dass du immer angibst, was du in dieser Zeit gemacht hast. Und wenn du ein Jahr zum Beispiel nicht gearbeitet hast, dann musst du das auch in deinem Lebenslauf angeben. Als Sonstiges kannst du dann angeben, welche Sprachen du sonst sprichst und auf welchem Niveau, also wie gut. Dann deine Computerkenntnisse, also Programmkenntnisse sozusagen. Bei mir wären das zum Beispiel die Kenntnisse von Microsoft Office, aber auch wie gut du sie beherrschst, diese Programme und deine Interessen. Dein Lebenslauf ist fertig? Super, ich gratuliere dir. Jetzt kannst du ihn in deinem Bewerbungsprofil auf www.open-deutsch.de hochladen und ich drücke dir die Daumen, dass viele deutsche Firmen und Organisationen dich kontaktieren und du bald einen Job findest. Wenn du noch nicht weißt, wie du deinen Lebenslauf bei uns auf Open Deutsch speichern kannst, dann zeige ich dir das sehr gerne. So, jetzt sind wir bei unserem letzten Schritt angekommen. Ich zeige dir, wie du deinen Lebenslauf auch bei uns auf der Webseite hochladen kannst. Als erstes musst du in der Adresse quasi eingeben www.open-deutsch.de. Dann öffnet sich unsere Webseite. Dann gehst du auf Anmelden
Wenn du noch nicht registriert bist, dann musst du dich erstmal registrieren. Das ist alles kostenlos und dauert auch nicht lange. Wenn du schon registriert bist und auch einen Namen hast, so wie ich zum Beispiel, dann kannst du dich auch gleich anmelden. Und dann siehst du diesen Button, also diesen Knopf zum Bewerbungsprofil. Da klickst du drauf und scrollst runter. Als erstes musst du das natürlich alles sorgfältig lesen und dich einverstanden damit erklären. Und dann scrollst du nach unten. Du siehst, du musst hier ein paar Angaben nochmal machen, was dich dann auch betrifft, das, was du arbeiten möchtest, welche Sprachen du sprichst und. Und hier siehst du Dokumente und Links und einen Lebenslauf. Du klickst auf Medien hinzufügen, dann Datei auswählen, das ist unser Lebenslauf und das kann ich dann auswählen und einfügen. Und dann sehe ich, dass mein Lebenslauf jetzt hier hinzugefügt wurde. Und wenn ich das dann am Ende speichere, dann können auch die Arbeitgeber meinen Lebenslauf lesen und mich dann auch hoffentlich kontaktieren. Genau, das war's auch schon. Du hast es geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich und drücke dir die Daumen, dass du einen Job in Deutschland findest.